In der letzten Folge hat unser treuer Synchro uns über eine Huppelpiste auf über 3000 Meter Höhe gebracht. In dieser Folge lassen wir ihn zurück. Im Bewusstsein, dass wir den Synchro für mehrere Wochen nicht sehen würden, haben wir ihn von einem kleinen Hotel abgestellt. Im Nachhinein wurden wir auch gefragt, ob wir denn nicht irgendwie Angst hatten, dass man uns den Synchro und damit ja auch unser Zuhause klauen könnte. Und irgendwie haben wir dann nur gedacht, falls es doch jemanden gibt, der versucht, diesen Synchro zu klauen und damit dann heil den Berg runterkommt, dann hat er sich den vielleicht auch irgendwie verdient. Wir haben dann unsere Wanderrucksäcke gepackt mit Zelt, Kocher, Isomatten, Winterschlafsäcken, unserem Wasserfilter und etwas zu essen. An Klamotten hatten wir nur das dabei, was wir an kalten Tagen auch anhatten. Unsere gute Kamera haben wir im Auto gelassen und nur unsere Handys mitgenommen. Deswegen sind die Aufnahmen leider nicht die besten, aber wir glauben, dass es einem trotzdem eine gute Vorstellung davon geben kann, wie wunderschön Nepal ist. Ab Manang hat die Straße aufgehört. 32 Kilometer liegen zwischen den beiden Straßen, die durch den Thorong La Pass getrennt sind. Gästehäuser gibt es entlang des Wanderweges jedoch dennoch mehr als genug. Diese werden mit Eseln, Maultieren, Pferden oder auch mit Portern versorgt. Porter sieht man in der Annapurna-Region relativ viele. Sie tragen unglaublich große und schwere Taschen, die das maximale Gewicht von 25 Kilogramm leider oft überschreiten. Wanderschuhe haben die meisten keine, sie tragen einfache Flipflops. Und früher waren sie sogar barfuß unterwegs. Ein paar von den Portern konnten wir unterwegs auch kennenlernen und sie waren immer sehr freundlich. Das hier ist eines der Gästehäuser kurz vor dem Thorong La Pass. Es liegt auf 4540 Meter Höhe. Wir haben hier 2 Nächte verbracht, um uns zu akklimatisieren. Im Gemeinschaftsraum gab es Steckdosen und Internet, sowie einen Holzofen, der für ein bisschen Wärme gesorgt hat. Die Zimmer bestanden nur aus 4 Wänden, einem Fenster und 2 Betten. Das hat vollkommen ausgereicht und wir waren ziemlich froh, bei der Kälte und der Nässe nicht im Zelt schlafen zu müssen. Dann sind wir früh morgens noch im Dunkeln aufgebrochen, um über den Pass zu gehen, der auf 5416 Meter Höhe liegt. Obwohl wir schon längere Zeit in den Bergen waren und damit dünnerer Luft ausgesetzt waren, habe ich auf dem Weg zum Pass die ersten Anzeichen von der Höhenkrankheit gespürt. Zuerst war mir nur ein bisschen übel, aber 1 Kilometer bevor wir den Pass erreicht haben, wurde mir plötzlich unglaublich schlecht und ich bekam ziemlich starke Kopfschmerzen. Ich habe leider keine unglaublich gute Ausdauer und deswegen sind wir den Pass einfach sehr langsam hochgegangen. Und ich glaube, dass das der Grund war, warum ich die ersten Symptome gespürt habe, weil wir durch die vielen Pausen zu lange der dünnen Luft ausgesetzt waren. Wir wussten, dass es gleich nach dem Pass wieder steil bergab ging und wäre das nicht so gewesen, hätten wir umdrehen müssen. Besonders auf der anderen Seite des Passes gab es viele kleine Wanderwege, wo es zwar eine schlechtere Infrastruktur gab und weniger Gästehäuser, aber da wir ein Zelt hatten, haben wir die Gelegenheit genutzt, um öfters vom Hauptwanderweg abzukommen und die einsameren Gegenden der Annapurna-Region zu erkunden. Man darf in der Annapurna-Region zwar nicht überall hinwandern, besonders die Wege, die Richtung chinesische Grenze gehen, sind für Touristen oft gesperrt, beziehungsweise darf man diese Gegenden nur mit einem Guide und einer speziellen Erlaubnis betreten. Es gab aber genug Wege und Plätze, die einfach so frei zugänglich waren.
Unser Highlight war der Weg zum Annapurna North Base Camp. Auf dem abgelegenen Weg gibt es keine Infrastruktur, keine Gästehäuser und keine Verpflegung. Unterwegs ist uns einmal abends auch das Wasser ausgegangen. Die Wasserquelle war doch weiter weg als auf der Karte eingezeichnet. Der Fluss war zwar ganz in der Nähe, aber 500 Höhenmeter bergab und wir wollten weiter bergauf. Also haben wir den Bambus über Nacht angezapft und am nächsten Morgen hatten wir einen Schluck Graswasser zu trinken. Ein paar Höhenmeter weiter war dann auch schon die Wasserquelle. Hätten wir das mal vorher gewusst. In der zweiten Nacht haben wir auf 4300 Höhenmetern gezeltet. Es hatte nachts gefroren, aber wir hatten gute Schlafsäcke dabei. Fast 3 Tage haben wir auf diesem Weg niemand anderen gesehen. Und dann kam plötzlich ein Nepalese vorbei, mit freiem Oberkörper, Handtuch über der Schulter und ist zum Fluss gegangen und hat uns gefragt, ob er ein Stück Seife haben könnte. Wir haben uns total verdutzt umgeschaut und uns gefragt, wo der wohl herkommt. Und ein paar Minuten später haben wir dann noch mehr gesehen. Viele Porter, ein paar Guides und Touristen sind über den Berg gekommen. Es waren vielleicht 6 Touristen dabei und ungefähr 20 Nepalesen. Es war eine geführte Tour. Ab hier neigt sich der Hauptwanderweg des Annapurna Treks langsam dem Ende und führt aus der Annapurna-Region heraus. Wir wollten die Region allerdings nicht verlassen. Außerdem mussten wir auch zurück zum Auto. Und so haben wir versucht, irgendwie wieder auf den Hauptwanderweg zu kommen. Im Süden der Annapurna-Region gibt es unendlich viele Wanderwege. Das war auch das Problem. Nichts ist mehr ausgeschildert und die Menschen sprechen kein oder kaum Englisch. Außerdem wurde es ziemlich feucht und wir wurden von kleinen Blutegeln fast überfallen. Während Steffen die kleinen Würmer meist rechtzeitig von der Hose und von den Schuhen weggeschnipst hat, bin ich einfach weitergegangen. Nach dem Motto, was ich nicht sehe und nicht spüre, das kann schon nicht so schlimm sein. Und dann haben wir irgendwann meine Hose hochgekrempelt. Da wir die richtigen Wege einfach nicht finden konnten, haben wir uns dazu entschlossen, erstmal zurück nach Pokhara zu gehen. Und dann kam plötzlich eine Nachricht von unserer indischen Freundin Vijaya. Ein Fischermann hatte auf einen unserer vielen Flyer reagiert und Fotos von einem Hund geschickt. Zum ersten Mal hatten wir Hoffnung, dass es wirklich Luke sein konnte. Vijaya hat sich dann mit dem Fischermann beim Tierarzt getroffen und bei dem Hund wurde nach einem Microchip gescannt. Als das Gerät aufblinkte und Lukes Nummer anzeigte, hat mir Vijaya nur geschrieben: Janine, er ist es geht ihm gut. Das war der Moment, wo ich in Pokhara vor Glück fast zusammengebrochen bin. Alle Sorgen und Ängste der letzten 3 Monate hatten sich zu einem unendlichen Gefühl der Erleichterung zusammengeschlossen. Ohne Vijaya hätten wir Luke wahrscheinlich nie gefunden. Gleich am nächsten Tag ging es für uns dann von Pokhara aus nach Kathmandu und von dort aus sind wir nach Chennai geflogen. In Chennai waren wir dann eine Woche. Danach ging es mit Luke zurück nach Nepal. Mit dem Zug. Einmal durch ganz Indien. Aber wir mussten nur einmal umsteigen. Und wir hatten keine Verspätung. Wir wollten nach Nepal, um mit Luke wandern zu gehen. Und er hat es geliebt. Du bist ja ganz schmutzig.
Wir sind dann die Strecke, die wir in der letzten Folge mit dem Auto gefahren sind, hochgewandert. Hier sieht man gleich einmal links den Wanderweg und rechts ist die Straße, die wir mit dem Auto gefahren sind. Und die wir in der nächsten Folge auch wieder zurückfahren müssen. What kind of job do you want later? Wow. Auf dem Weg zurück zum Synchro haben wir Marisa und Jonas kennengelernt und von da an ging es zu viert bzw. zu fünft weiter. Und dann waren wir nach knapp 1,5 Monaten wieder beim Auto. Ja, geht's nicht rein. Na, Buddy, bist du wieder zu Hause? Ich finde das mit den Karabiner ist ganz witzig, ne? Ja, ist voll cool. Kennst du das denn noch? Lang ist es her. Na, ist gut? Hallo! Yippie! Yippie! Siehst, wie du hier mal rausguckst? Geht gerade nicht. Muss ich einmal die Tür zu machen. Und endlich konnten wir Luke seine Wanderausrüstung anziehen. Nochmal ziehen. Ja? Ja. Kommst du mit raus? Na, komm, Luke. Oh, komm mit. Oh, süßer. Luke, komm mal her. Luke, komm mal her. Oh, na los, na los. Komm jetzt mit. Das ist so süß. Das ist süßer. Oh Mensch. Die Schuhe hatte er übrigens nur für 2 Minuten an. Wir hatten die damals geholt, weil wir gehört hatten, dass Hunde, besonders wenn es auch mal über Eis und Schnee geht, sich die Pfoten schnell kaputt laufen können. Und dann so einen 25 Kilo schweren Hund über die Berge zu tragen, wäre vielleicht ein bisschen schwer gewesen. Am Ende hatten wir aber gar keinen Schnee und gar kein Eis und Luke hatte auch keine Probleme mit den Pfoten. Von daher blieb ihm das erspart. Zusammen sind wir dann nochmal zum Tejo Lake gegangen, einem See, der auf fast 5000 Meter Höhe liegt. Nice. It is strong, yeah? Is it okay? Okay.
Hello. Namaste. Na, willst du los, Luke? Wenn man den ganz normalen Annapurna-Track gehen möchte, sollte man ungefähr 3 Wochen einplanen. Durch die Straßen kann man die Länge des Tracks allerdings auch verkürzen. Am Ende waren wir etwa 5 Wochen wandern. Wie viele Kilometer wir genau gemacht haben, lässt sich wegen des vielen Hin und Hers schlecht sagen. Aber es müssen über 300 Kilometer gewesen sein. Und ziemlich viele Höhenmeter bergauf und bergab. Und dann ging es für uns auch schon langsam wieder Richtung Auto. Wir mussten uns ganz langsam auf den Weg nach Sri Lanka machen. Und für Marisa und Jonas ging es weiter über den Pass. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, aber Nepal war definitiv ein Highlight auf dieser Reise. Nicht nur die Straße nach Manang, sondern auch das Wandern. In der nächsten Folge bekommen wir übrigens auch Gegenverkehr. Bis dann!